Meine Low-Carb-Mäuschen, es ist wieder soweit. Dr. Slim präsentiert eine kleine pikante Schlemmerei. Und zwar, es ist etwas spezieller, also eingefleischte Low-Carber wissen das jetzt zu schätzen. Ich habe ein Brot kreiert und wir versuchen uns an einer Pizza. Und zwar alles in unter 5 Kohlenhydrate pro 100 Gramm. Und natürlich hochkalorisch. Ihr seht schon, hier ist eine ganze Batterie aufgebaut von Mehlen. Die brauchen wir leider, da muss man mal investieren, denn es ist ein ganz neues, ganz neue Art, wie man backt. Wir brauchen vor allem auch Gluten. Ja, also Gluten ist nicht so schlimm wie sein Ruf. Manche Menschen, die Zöliakie haben oder eine Glutenunverträglichkeit, denen bekommt es nicht so gut. Aber alle anderen, es ist einfach ein Eiweißstoff und wir brauchen ihn zur Bindung und zur Verklebung und zur Lockerung des Teiges. Ich bin ja schon lange Low Carb Fan. Ich habe schon viel ausprobiert und es geht ohne Gluten nicht. Ich sage euch, was wir heute genau machen. Wir machen ein Fitnessbrot, klein, mit Kruste. Alles, was ihr so kriegt, Gott sei Dank, wo ich noch angefangen habe, vor 8 Jahren gab es noch eigentlich keine Eiweißbrote so gut, oder vor 10 Jahren gab es fast keine. Jetzt gibt es welche. Ich habe jetzt mal 2 mitgebracht. Und zwar ist das hier das einmal vom Edeka, glaube ich. Und das ist vom Aldi, so Eiweißtoast. Die sind schon ganz lecker, haben aber 15 Kohlenhydrate pro 100 Gramm. Und ja, da muss man schauen. Also das ist dann schon, eine Scheibe ist fast schon zu viel. Unser Brot, was wir hier machen, das wird nur 5 Kohlenhydrate haben pro 100 Gramm. Dann machen wir uns noch eine Pizza. Eine leckere Pizza mit Hefe, bei dem anderen ist auch Hefe drin. Und zu unserem Brot machen wir uns einen schönen Bruschetta Quarkbelag. Na, ist das was? Let's dig into it. Und schauen wir mal, was wir ganz grob an Zutaten brauchen. Also ganz grob brauchen wir wenig Dinkelmehl für die Hefe zum Starten, dann etwas Leinsamen, Schrot, dann nehmen wir noch Mandelmehl, wir nehmen Lupinenmehl, wir nehmen das Gluten, dann nehmen wir ein wenig Hefeextrakt, etwas Backpulver, etwas Sauerteigextrakt, Brotgewürze, Salz und für später brauchen wir dann noch die Tomätchen und Basilikum und Mozzarella für unsere schöne Pizza. Jetzt schaut doch mal, meine Schleckermäulchen. Wir machen uns das ganz einfach. Und zwar habe ich hier schon die jeweiligen Mengen abgemessen. Ich verlinke euch das natürlich unten aufs Gramm genau, weil da müssen wir jetzt wirklich sehr genau sein. Und ich mache jetzt hier mal die 4-fache Menge. Also ich mache hier so ganz kleine Brötchen oder Brote. Das reicht auch. Also wir dürfen auch davon nicht allzu viel essen, weil es hat viele Kalorien, aber eben keine Kohlenhydrate. Und da machen wir uns machen wir ein bisschen Quark rein, ins andere eben nur mit Wasser. Und die zweite Portion hier ist für einen schönen Pizzateig. Ich habe hier noch ein Drum aufgebaut. Das sind die verschiedenen Mehle, also Mandelmehl, Gluten, Lupinenmehl. Die müsst ihr euch einfach beschaffen. Ich habe es hier bei El Carb Shop hier gefunden, schon lange. Da bin ich sehr zufrieden. Es gibt natürlich auch andere Anbieter, aber da müsst ihr erstmal investieren. Aber es lohnt sich. So, was wir zuerst machen müssen, wir brauchen einen Vorteig. Den können wir auch gerne über Nacht ruhen lassen. Und zwar packen wir da einen ganzen Würfel Hefe einfach in ein Gefäß, zerbröckeln das ein bisschen, geben, also das ist ein ganzer, da können wir 2 Brote draus machen und geben da so 20 Gramm echtes Mehl dazu, denn die Hefe braucht einen Starter, einen Nährboden. Hier geht eine alkoholische Gärung los und es entsteht Kohlenstoffdioxid und Alkohol und das treibt unseren Teig und macht ihn etwas geschmeidiger.
Das füllen wir mit einer kleinen Portion Wasser auf, verrühren das Ganze, machen bitte kein Salz rein. Die Hefe mag kein Salz. Das ist so wie ein Ciabatta-Vorteig, quasi mit natürlich viel weniger Mehl. Und wenn das verrührt ist, dann lassen wir das stehen 1-2 Stunden oder sogar über Nacht. Also voilà. Ihr wisst ja, ich habe da schon mal was vorbereitet. Hier sind also 2 von diesen Teigchen schon gegangen, etwas gegärt und die nehmen wir dann als Starterhilfe. Aber zuerst müssen wir uns unsere Grundmischung machen. Das ist jetzt für mein Aktivbrot. Dafür nehme ich Gluten. Das ist Lupinenmehl. Ein bisschen gelblich, aber es ist nicht so trocken wie Mandelmehl. Deswegen nehme ich das da gern. Dann habe ich hier Leinsamenschrot. Ich habe Sonnenblumenkerne. Ich habe etwas von dem Sauerteigpulver. Das macht es natürlich sehr aromatisch. Dann gebe ich trotzdem noch Trockenhefe dazu. Wir brauchen hier einfach so viel Auftrieb wie nur möglich. Dann habe ich hier ein Brotgewürz. Fenchel, Kümmel, Anis und wir geben Salz, also grobe Richtlinie, 3 Gramm Salz pro 100 Gramm oder 30 Gramm pro Kilo. All it goes in. Und das hier ist jetzt meine Grundmischung und das sind jetzt 4 Portionen Brot und davon nehme ich mir dann immer etwas weg. Und habe dann à la Minute schon eine fertige Brotmischung, die ich backen kann. Das gleiche machen wir jetzt mit unserem Pizzateigchen. Da haben wir jetzt Mandelmehl und auch wieder das Lupinenmehl. Dann habe ich hier das Gluten und da das ja hier eine Masse ist, die wir gleich fertig verarbeiten, hier noch ein bisschen vom Sauerteigpulver, kann ich schon alles reingeben. Ich habe ein bisschen Hefeextrakt, also Gerstenmalz in dem Fall. Dann gebe ich das Öl hier dazu und von unserem angesetzten Hefe, kleinen Teigchen. So, wunderbar. Und von dem hier wiege ich mir jeweils 2 Portionen ab, à 100 Gramm. Und dann verrühren wir es in der Maschine mit etwas Wasser, ungefähr die gleiche Menge Wasser wie Trockensubstanz. Meine Low-Carb-Mäuschen, es ist soweit. Ich habe hier den einen Teig gemacht und da habe ich noch etwas Quark und dafür weniger Flüssigkeit rein. Bei meinem Aktivbrot hier habe ich Flüssigkeit ungefähr gleiche Menge ohne Quark. Und hier haben wir unseren schönen Pizzateig. Den lassen wir jetzt in der Maschine verkneten, so dass das Gluten kräftig abbinden kann. Und packen ihn dann in Formen, melieren ihn ein bisschen und lassen ihn dann gehen. Danach kommt er in einen schönen heißen Ofen. Oh, da freue ich mich schon. Denn meine Busenfreundin kommt und die will natürlich probieren. Die hat schon lange keine Pizza mehr gegessen, wie auch. Und ich überrasche sie jetzt heute damit. Also, lasst uns die Teigchen machen. Da rührt ihr dann schon ganz schön lange, vielleicht 3-4 Minuten, bis sich das Klebereiweiß gebildet hat. Jetzt guckt euch das an. Ist das nicht herrlich? Ein schön elastischer Teig. Das macht eben das Gluten aus.
Jetzt schaut euch das an. Hier ist die Pizza, da nehme ich einen Hauch von Mehl. So. Und wie ein klassischer Teig, ihr werdet es kaum glauben, kann man den ausrollen. Oder wer geübt ist, der macht es auch in der Luft. Das traue ich mir jetzt nicht hundertprozentig. Also, wir rollen das Teigchen hier schön aus. Das packen wir uns auf ein Blech. So, endlich mal dieses Loch hier zu. Und ich habe hier noch meine Dauerbackfolie drunter und das lassen wir jetzt ruhen, damit der Teig schön aufgehen kann. Denkt dran, den Ofen schon mal heiß zu machen, damit wir da nachher die Brote schön reinschieben können. Jetzt haben wir hier das Aktivbrot. Das ist ein bisschen feuchter, aber die Feuchtigkeit vergeht ja dann im Ofen, verdampft ja dann. Auch hier mache ich ein bisschen Mehl drüber, coate mir das ein ganz klein wenig. So, und pack's in eine Form. Hier, so hinein. Und lass das auch gehen. Dasselbe mache ich mit dem anderen. Hier hat es noch Reste von Mehl. Das reicht mir fast schon. Das ist eben auch, wenn da außenrum Mehl ist, dann haben wir auch eine schöne Bräunung außen, was wir mit unseren Ersatzstoffen nicht so hinkriegen. So, meine Zuckerschnittchen, wir haben also unsere Teige fertig. Das hier ist der mit Quark, das hier ist der ohne Quark. Dann hier die schöne Pizza, die lassen wir etwas aufgehen und dann geht es ab in den Ofen. Für die Pizza nur kurz, weil wir sie alle Minute nochmal ein Finish machen und die Brote lassen wir natürlich durchbacken. Was wir jetzt gleich noch machen, ist die Belaggeschichte für die Pizza vorbereiten und wir machen uns einen kleinen Bruschetta Quark Dip, um aufs Brot drauf zu schmieren. Soll ja auch schmecken. Ai bella Italia, una pizza. Was haben wir dafür? Wir haben Mozzarella, brauchen wir. Wir haben schon ein bisschen klein gemacht. Dann nehmen wir dann Basilikum frisches. Wir haben hier Tomatensoße, die werde ich ein bisschen würzen. Und zwar zum einen mit meinen berühmten Oregano-Blüten. Dann gebe ich da gleich einen guten Schuss Olivenöl rein. Dann etwas vom Tomatenmark. Etwas Pfeffer. Und eine kleine Spur vom Salz. Das wäre also für unsere Pizza Margherita alles vorbereitet. Dann machen wir uns noch kurz einen Quark-Dip. Und zwar habe ich hier mal 40-prozentigen Quark. Und da geben wir uns so 100, 150 Gramm in ein Schälchen. Oder wisst ihr was? Wir machen alles rein. Was will man mit den Resten? So, da sind 250 drin. Das sind so 180 Gramm. Aber das ist wirklich eine Pi mal Daumen Geschichte. Schmecken tut's immer. Da habe ich hier eine Guacamole-Mischung. Ja, ihr könnt auch jede andere, eine griechische Mischung reinmachen. Einfach ein bisschen was zum Würzen. Natürlich wieder mein Oro di Parma mit Würzgemüse. Das gibt uns so einen tollen Geschmack. Dann habe ich etwas Maggi und Sojasauce. Und hier haben wir noch etwas zugegebenermaßen ältere Tomätchen. Aber das macht nichts. Die zerhacken wir einfach und geben sie dann in unser Bruschetta rein. Wir können sie auch häuten und einen Concassé draus machen. Aber Kinders, wir wollen es doch schnell und der Unterschied ist jetzt nicht so groß. Durch. Oh, che bello. Wenn die Tomätchen dann so durchgehackt sind, dann packen wir sie auch mit zum Quark. Ich gebe jetzt mal nicht alle rein, vielleicht sind es dann doch zu viele.
das sieht doch schon mal wunderbar aus. Genau, da können wir alle reingeben. Das ist ein herrlicher Schmaus. Le voilà, der Dip ist fertig, unsere Pizza-Belag-Sache ist fertig. Dann schieben wir unsere Brote noch in den Ofen und dann kann es nachher geknuspert werden. Meine Schätzelchen, es ist soweit. Ich habe meine Busenfreundin wieder eingefangen im Lasso und unser selbstgebackenes Brot ist aus dem Ofen. Das duftet herrlich nach ein bisschen Leinsamen, nach ein bisschen Mandel, ganz toll. Ich habe hier noch diese anderen Brote hier hingelegt, die es so zu kaufen gibt. Nur der Unterschied, nochmal ganz klar, 15 Kohlenhydrate pro 100 Gramm und hier 5. Wow. Also, und jetzt unsere Pizza, unsere Bella Pizza, die belegen wir uns kurz. Und zwar, die habe ich ja schon vorgebacken, fand ich irgendwie romantisch und geschickt. Und die belegen wir uns hier mit unserer vorbereiteten Tomatensauce. Wir machen hier einfach eine klassische Pizza Napoletana. So. Low Carb und Pizza. Geht das zusammen? Schauen wir mal, ich habe es auch schon lange nicht mehr gemacht. Ich hoffe doch. Ich hoffe doch, dass es lecker wird. Darauf geben wir uns den geriebenen Mozzarella. So. Und ein bisschen von die Basilikum. Ich liebe Italien und ich liebe das Essen und das Meer. Und die sind so schön schlicht in ihrem Essen. In ihrem Schlemmen. Oh, totalmente va bene. Vielleicht machen wir noch etwas Parmesan drüber. Gute Idee. Eine kleine Spur nur. Ja, eine kleine. Das ist eine kleine Spur. Ja. Das sind 15 Gramm. Das sieht nur so aus, weil das so bröselig ist. Und ab damit ins gute Rohr auf das Steinchen. So, jetzt gucken wir mal, was das Brot kann. Oh, ich finde, es duftet schon herrlich. Ist noch frisch aus dem Ofen, warm. Jetzt schneide ich das Ganze mal an. Ich bin Mal gespannt. gucken. Oh, lässt sich aber gut schneiden. Lecker. Da, guckt mal. Das ist doch toll. Und so eine tolle Kruste. Ja, lassen wir uns aber richtig schmecken. Und ich habe noch was vorbereitet. Hier hast du vielleicht schon gesehen. Ich habe die ganze Palette von Rügenwalder veganen bzw. auch vegetarischen Sachen gekauft. Auch eins nicht von Rügenwalder. Und dann gibt es ja noch diesen tollen Quark, den wir beide hier für dich vorbereitet haben. Das ist aber lieb. Ja, und den werden wir auch verköstigen. Und was hast du noch? Wow! ich habe da schon mal was vorbereitet, dass wir das auch gut verköstigen können. Guck mal. Hier das kleine Querkchen. Und da fällt mir noch ein, guck mal, ich habe hier im Keller noch gefunden, echte Kekse zu Weihnachten. Ist das nicht ein Traum? Aber die können man dann nicht mehr essen, auf zwei Gründen, Haltbarkeit und Figur. Aber wir werden an Weihnachten oder davor im Herbst werden wir ohne Zucker und ohne Mehl, ohne normales Mehl, werden wir auch Kekschen zubereiten. Oh ja. Ja, das ist eine Kunst, aber es geht und die schmecken genauso. Super, da freue ich mich schon drauf. Jetzt aber mal hier. Guck mal, ich habe hier die vegetarische Leberwurst. Dann habe ich Salamichen. Dann habe ich einen Lachsersatz von Rügenwald. Der schmeckt auch sensationell. Und der hat nur 80 Kalorien pro 100 Gramm. Genial. Und hat also 2 oder 3 Kohlenhydrate. Diese vegetarischen und veganen Alternativen, die haben viel weniger Fett drin als normale Wurst. Und wir tun was Gutes fürs Klima, für die Tierchen und für alles. Und jetzt, wo es so toll schmeckt, aber ich würde euch sagen, eigentlich nur von Rügenwalder, leider. Du wirst jetzt mal sehen und wirst mal verkosten. Fang doch mal an mit
der hier. Mhm. Hier haben wir das schöne Brot für dich schon. Mhm. Da. Probier mal die, wie du die findest. Mhm. Sehr lecker. Jetzt aber mal hier im Schnelldurchgang. Leberwurst? Also dieses Brot, oder? Genial. Es schmeckt doch wie normales Brot. Mhm. Und Kinder, das hat eine Kruste. Es gibt ja schon diese Eiweißbrote von Aldi und von Lidl und so, aber die haben alle keine Kruste und die haben ja viel mehr Kohlenhydrate als das hier. Das schmeckt super. Ich denke, das kann man Toll. auch einfach nur mit Butter essen, zur Not. Toll. Zur Not. Also, es ist immer ein Genuss, egal mit was. Ich probiere noch die Salami. Die ist auch lecker. Schneidest du mal ein Stückchen ab? Ja. Und probier mal von der hier. Was ist das hier? Wienerle. Mhm. Das knackt sogar, die Haut. Die ist echt. Das war eine echte. Aber der Unterschied ist doch kaum zu merken. Also meine Lieben, wir schlemmen hier noch Den Lachs. den Lachs, der ist köstlich. Wir schlemmen hier noch und genießen dieses Brot. Das schaut euch an, das ist sensationell und es ist günstiger, als wenn ihr es kauft und ihr könnt es selber machen, frisch aus dem Ofen. Lecker! Wow. Schau dir das an, Genial. frisch aus dem Ofen. Wow. Ist das nicht eine Pizza? Ja. Der Teig ist halt ein bisschen gelblich, das liegt am Lupinenmehl. Aber sonst, oder? Also ich finde es nicht schlimm, dass es gelb ist. Ist doch egal. Hauptsache es schmeckt. Hauptsache es schmeckt. Gut, dass wir hier Servietten haben. Es wird ganz rustikal auf die Serviette serviert. Auf die Hand. Auf die Hand, ja. In Italien schneiden sie es ja mit der Schere, die Pizzen. Die schneiden sie ja gar nicht mit dem Messer. Hier, schön auf dem Edelstahl, rustikal. Jetzt bitte verbrennt das Schnütchen nicht. Okay, buon appetito. Buon appetito. Das könnte heiß sein. Lecker. Der Basilikum. Toll. Und der Boden? Auch super.